Du möchtest in der Filmwelt arbeiten und interessierst dich für die Ausbildung im Bereich Mediengestaltung, Bild und Ton? In diesem Video erfährst du, was du in der Ausbildung lernst, was du mitbringen solltest und wie du einen der begehrten Ausbildungsplätze ergattern kannst. Mediengestalterin Bild und Ton ist der Allrounder-Beruf für alles, was mit Medien zu tun hat. Wir bei Mindnap setzen MediengestalterInnen in praktisch allen unseren Projekten ein und bilden seit 5 Jahren auch selber aus. In diesem Video unterstützt mich Niki, die gerade die Ausbildung als Mediengestalterin bei Mindnap macht. Sie gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag und hat ganz nebenbei auch dieses Video geschnitten. Hi Niki! Hi! Einerseits ist der Beruf sehr beliebt und wir bekommen jedes Mal sehr viele Bewerbungen, wenn wir eine Stelle ausschreiben. Andererseits habe ich den Eindruck, dass viele gar nicht so genau wissen, was den Beruf ausmacht und wie man sich am besten dafür bewirbt, sodass die Bewerbungen manchmal nicht sehr erfolgreich verlaufen. Mit diesem Video möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du das vermeiden kannst. Fangen wir an mit ein paar wichtigen Hintergrundinformationen. Mediengestalter ist eine staatlich anerkannte duale Ausbildung. Das heißt, neben dem praktischen Teil der Ausbildung im Betrieb gibt es Unterricht und Prüfungen in der Berufsschule. Die Ausbildung dauert 3 Jahre, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt werden. Die Industrie- und Handelskammern, kurz IHK, spielen eine sehr wichtige Rolle in der Berufsausbildung. Nur IHK-Mitgliedsunternehmen dürfen ausbilden und nur wer einen Ausbilderschein von der IHK hat, darf in einer Firma Ausbilder sein. Auszubildende erhalten eine Ausbildungsvergütung, müssen aber auch dafür arbeiten. Theoretisch kann die Ausbildung im Betrieb jederzeit beginnen. Der reguläre Start des Schuljahres ist aber jedes Jahr am 1.8. Auch die meisten Betriebe richten sich danach und stellen in der Regel neue Auszubildende zum 1.8. oder 1.9. ein. Die gute Nachricht? Es gibt keine besonderen gesetzlichen Voraussetzungen für zukünftige Azubis, was Schulabschluss und Alter angeht. In der Praxis sind aber fast alle Auszubildenden in dem Beruf volljährig und fast 80% haben mindestens die Fachhochschulreife. Was du darüber hinaus mitbringen solltest, ist die Begeisterung für Film und Video und Interesse an Technik. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse können nicht schaden. Außerdem ist ein Führerschein ein starkes Argument für dich. Was du in der Ausbildung lernen sollst, ist in der Ausbildungsordnung festgelegt. Besonders im Ausbildungsrahmenplan. In der Videobeschreibung habe ich dir einen Link der IHK Köln eingefügt, wo du diese Inhalte und mehr offizielle Informationen im Detail nachlesen kannst. Grob gesagt lernst du alles, was mit Gestaltung audiovisueller Medien zu tun hat. Kameraarbeit, Schnitt, Studioproduktion, Planung von Drehs, Tonmischung, Tonaufnahmen und mehr. Der Fokus liegt dabei immer auf der Technik und der Gestaltung nach Vorgaben. Was du in der Ausbildung tatsächlich lernst, hängt aber stark davon ab, in welchem Betrieb du die Ausbildung machst. Denn da verbringst du ca. 70% deiner Zeit. Und das ist ja auch das Coole bei einer dualen Ausbildung, nämlich dass du direkt in der Praxis lernst. Außerdem gibt es seit dem Schuljahr 2020 die Möglichkeit, unterschiedliche Schwerpunkte in der Berufsschule zu setzen, die dann später prüfungsrelevant sind und dir bestimmte Spezialisierungen schon während der Ausbildung zulassen. Wenn du die Ausbildung machen willst, musst du dir als erstes einen Betrieb dafür suchen. Dieser kann dich dann über die IHK für die Berufsschule anmelden. Wichtig dabei zu wissen, es gibt längst nicht in jeder Stadt eine Berufsschule für Mediengestalter Bild und Ton, da es einfach sehr wenige Ausbildungsplätze gibt. In ganz Deutschland haben 2019 zum Beispiel nur etwas über 700 Menschen die Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton begonnen. Wenn dich das interessiert, schau also mal nach, wo die nächste Berufsschule von deinem Wohnort aus oder auch von dem Betrieb aus ist, bei dem du dich bewerben willst. Schließlich musst du während der Schulblöcke zu normalen Schulzeiten dahin fahren und das kann unter der Woche schon mal recht früh werden. Apropos, als Mediengestalter Bild und Ton hast du Blockunterricht. Das heißt, über das Jahr verteilt bist du 4-mal je 3 bis 4 Wochen am Stück in der Berufsschule. Die restliche Zeit arbeitest du im Ausbildungsbetrieb. In dieser Zeit kannst du auch Urlaub nehmen. Seit 2020 gibt es den Ausbildungsmindestlohn, der für Ausbildungsverträge, die 2021 geschlossen werden, 550 € im ersten Lehrjahr, 649 € im zweiten Lehrjahr und 770 € im dritten Lehrjahr vorsieht. Weniger geht also nicht. Ob mehr drin ist, hängt davon ab, wo du arbeitest. Nach
Nach absolvierter Ausbildung arbeiten viele in Fernsehsendern, Filmproduktionsfirmen oder bei Werbeagenturen. Neben der Angestellten-Tätigkeit ist für viele auch die selbstständige Arbeit als Freelancer interessant. Außerdem kann die Ausbildung eine super Grundlage sein, um sich, zum Beispiel durch ein Studium, weiter zu spezialisieren. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, die Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton ist sehr beliebt und es gibt nur wenige Stellen jedes Jahr. Wo also kannst du sie finden? Neben der Suche im Internet über Suchmaschinen oder Jobportale haben Arbeitsagentur und viele IHK Fachberater und Listen mit Ausbildungsbetrieben. Ein Tipp von mir: Du kannst dich auch initiativ bewerben bei Firmen, deren Arbeit dir gefällt. Vielleicht haben die nichts ausgeschrieben gerade aktuell, aber möglicherweise können sie trotzdem eine Ausbildungsstelle anbieten. Außerdem gibt es seit einigen Jahren auch private Schulen und Bildungseinrichtungen, bei denen du den Abschluss machen kannst. Da kannst du dich direkt bewerben und mit der Ausbildung anfangen, ohne einen Ausbildungsbetrieb zu haben. Allerdings musst du auch mit nicht unerheblichen monatlichen Kosten rechnen. Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dich interessiert, schau dir unbedingt die Firma und die Stelle ganz genau an, bevor du dich bewirbst. Was macht die Firma? Was hat sie für Kunden? Was interessiert dich daran? Diese Informationen kannst du in dein Bewerbungsschreiben einbauen, spätestens bei einem Bewerbungsgespräch solltest du sie aber parat haben. Hier ein paar No-Gos, die wir bei Mindnapped schon erlebt haben, die sich leicht vermeiden lassen. Zum Beispiel, wenn ein falscher Firmenname im Anschreiben auftaucht. Wenn die Bewerbung an eine falsche E-Mail-Adresse geschickt wird. Auf den meisten Seiten findest du Jobs-E-Mail-Adressen zum Beispiel, wo Bewerbungen hin sollen. Wenn Unterlagen oder Beispielvideos über WeTransfer geschickt werden oder andere Dienste. Bewerbung ohne Lebenslauf. Und ein liebloser Text voller Rechtschreibfehler. Das sind Sachen, die sieht man einfach überhaupt nicht gerne. Was uns umgekehrt an Bewerbungen schon sehr gut gefallen hat und positiv aufgefallen ist: ein sympathisches Bewerbungsvideo, ansprechend gestaltete PDF, Bezug auf Inhalt unserer Webseite und selbstproduzierte Videos. Natürlich erwarten wir von Bewerbern und Bewerberinnen nicht, dass du schon alles kannst. Aber dadurch, dass die Begeisterung für das Medium Video so ein wichtiger Faktor für den späteren Erfolg ist, kann ich wirklich nur dazu raten, Beispiele von Videos zu schicken, die du gedreht hast. Und wenn du das machst, lade sie lieber ungelistet bei YouTube oder Vimeo hoch, statt Dateien zum Download zu schicken. Bedenke immer, dass es für den Beruf sehr viele Bewerber auf sehr wenige Stellen gibt. Und das bei Firmen, die häufig keine eigene Personalabteilung haben, also wenig Zeit für die Bearbeitung von Bewerbungen. Bei Mindnapped zum Beispiel haben sich auf eine einzige Azubi-Stelle letztes Jahr mehr als 70 Menschen beworben. Wenn du es schaffst, aus so einer Masse positiv herauszustechen, steigen die Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung deutlich. Der Beruf als Mediengestalterin, Bild und Ton ist extrem abwechslungsreich und bietet die Möglichkeit für den professionellen Einstieg in einen Medienberuf. Eine Ausbildungsstelle zu finden ist nicht einfach, aber wenn du die genannten Kriterien erfüllst und mit Kreativität und Leidenschaft an die Sache herangehst, hast du gute Chancen, überzeugen zu können. Wenn du dazu noch selbstgedrehte Videobeispiele parat hast, ist das oft schon die halbe Miete. Wenn du dich für eine Ausbildung bei Mindnapped interessierst, schau mal auf unserer verlinkten Jobseite rein. Hier posten wir regelmäßig neue Stellenanzeigen. Übrigens nicht nur Azubi-Stellen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da und ein Abo, wenn du in Zukunft mehr über Videomarketing und Filmproduktion erfahren möchtest. Danke fürs Zuschauen bei Mindnapped. Mit Videos mehr erreichen.